Hast du dir nicht auch einmal die Frage gestellt, wie dann Betsy es geschafft hat, dich so einzulullen, dass du alles für ihn getan hast, dass du so viel von dir in diese Beziehung gesteckt hast und von ihm kam nichts? Wenn du zurückblickst, begann es wie im Märchen oder im Himmel und endete in der Hölle? Also was genau hat er mit dir gemacht, dass du so gefühlt hast, wie du es getan hast? Hallo zusammen, ich bin Rina von den Betsy-Spürnasen. Ich kläre seit mehr als einem Jahr über Bestes und die Folgen auf. Hast du dir die eben genannten Fragen auch schon gestellt, wie das alles so passieren konnte? Wie du auf ihn hereinfallen konntest? Dann kommen auch so Sätze von dir wie konnte ich nur so dumm oder blöd sein? Auch solche wie er muss doch mal etwas für mich empfunden haben. Was habe ich getan, dass er so zu mir war? Diese Fragen habe ich mir nach meiner toxischen Beziehung auch mal gestellt. Auch Dagi hatte sich die Fragen gestellt, Selbstvorwürfe gemacht, mit Schuldgefühlen zu kämpfen gehabt. Aus Gesprächen und Chats mit Betroffenen weiß ich, dass es ihnen genauso ging. Also wie hat der Betsy es denn jetzt geschafft? Fangen wir am besten von vorn an. Schon während seines Lovebombings beginnen die kleinen subtilen Manipulationen. Denn dein Betsy hat nicht viel Zeit, dir den Kopf zu verdrehen. Nach gut 2 Wochen ist dein Urlaub beendet. Da musst du wie der sprichwörtliche Fisch an der Angel hängen. Hier oben verlinke ich dir die 7 Business Red Flags. Es beginnt ganz harmlos. Du hast ihn vielleicht mit einem freundlichen Lächeln, zum Beispiel für den Service im Hotel, im Taxi, im Geschäft, am Strand und so weiter gedankt. Er hat es dann so aufgefasst, dass du den Kontakt wünschst. Doch durch deine Großzügigkeit, deine Kleidung und so weiter hast du ihm auch signalisiert, dass du wohlhabend bist. Ob du es bist oder nicht, spielt so gut wie keine Rolle. Es reicht, dass er das glaubt und er will etwas von deinem vermeintlichen Vermögen abhaben. Da wird er dann von Missgunst zerfressen, weil du es anscheinend spielend erlangt hast und er nicht. Nur du hast die rosarote europäische Brille auf der Nase. Du klammerst viele schon im Urlaub aus. Die Anzeichen für die Abzocke sind da, nur deutest du es anders. Du gehst davon aus, dass die Gefühle, die du für ihn entwickelt hast, seinen entsprechen. Und da unterliegst du einem Irrtum. Sein geschicktes Ausfragen deutest du als Interesse. Dieses vermeintliche Interesse schmeichelt dir und da hat die Falle schon zugeschnappt. Ich verlinke dir hier oben das Video, das Lovebombing der Betsys. Oder auch online klappt es. Du bist in einer öffentlichen Gruppe, schreibst einen Kommentar unter einem Beitrag oder du antwortest vielleicht auf einen Kommentar. Du kannst nicht erkennen, dass es sich um einen Betsy handelt. Sie haben mehrere Fake-Profile in den sozialen Netzwerken. Und schon kann eine vermeintlich nette Unterhaltung beginnen. Oder du stellst dich der Gruppe mit einem Foto vor. Du erhältst viele Likes, auch von Betsys. Auch da kann eine Unterhaltung entstehen. Freundschaftsanfragen sind auch sehr beliebt. Aber über das Online-Business gehe ich in einem späteren Video näher drauf ein. Praktisch in deiner Heimatstadt kannst du auch auf einen Betsy treffen, vor allem wenn diese sich illegal im Land aufhalten. Hier oben verlinke ich dir das Video Business, das Tückische an diesen Manipulationen. Dort beschreibe ich die Facetten vom Business und was es ist. Auch zu diesem Thema gibt es ein ausführliches Video zu einem späteren Zeitpunkt. Aber zurück zu unserem Thema. Seine Habgier ist im Hintergrund immer präsent. Deshalb befindet er sich ständig auf der Suche nach einer neuen Freundin. Einige bezeichnen das auch als Frauenjagen. Da kann ich dir nur eins raten, nimm es nicht persönlich. Denn im Grunde genommen bist du als Geldquelle austauschbar. Diese Masche zieht er im Groben bei jeder Frau ab. Er hat gelernt, mit kleinen Komplimenten gepaart mit etwas Exotisch und ganz viel Süßholzraspeln fressen ihm die Frauen praktisch aus der Hand. Während seines Lovebombings beginnen die kleinen Manipulationen. Ich nenne euch einige Beispiele.
erzähle niemandem etwas von unserer Liebe. Unsere Beziehung ist etwas ganz Besonderes. Das sind seine Einflüsterungen. Das kann zur Isolation führen. Hier oben verlinke ich dir das Video, wie dich der Betsy aus der Ferne manipuliert. Auch wenn du bei ihm bist, versucht er dich von anderen europäischen Frauen fernzuhalten. Denn es könnte sein, dass dir die Augen geöffnet werden und er so die Kontrolle über dich verliert. Ein weiteres Beispiel: Das Alter ist nur eine Zahl. Ich will keine Einheimische als Frau. Mein Traum war es schon immer, eine Europäerin als Frau zu haben. Oder ich muss dir etwas gestehen. Du hast es vielleicht schon vermutet. Am Anfang wollte ich nur Geld, wie fast jeder, der hier im Tourismus beschäftigt ist. Ich habe schon viele Touristinnen kennengelernt, aber du bist anders. Du hast es zum ersten Mal geschafft, wirkliche Gefühle in mir zu wecken, etc. Mit seiner angeblich entwaffnenden Ehrlichkeit schmilzt du erst recht dahin wie die Butter in der Sonne. Damit erzählt er dir das, was du hören willst, und zerstreut damit deine aufkommenden Zweifel. Deine daraus resultierende Selbsttäuschung tut dir Übriges, bedeutet, deine rosarote Brille sitzt nur fester auf der Nase. Sein theatralisches Verhalten, wenn es darum geht, dass du dich für seine Freundlichkeit revanchieren und die Rechnung im Restaurant oder Ähnliches begleichen willst, dann kommen solche Sprüche wie: Ich sorge für dich, ich bin dein Mann, oder ich will dein Geld nicht, ich bin nicht auf dein Geld aus und so weiter. So ein Verhalten ist dir eventuell fremd. Du gibst nach, denn du magst die Aufmerksamkeit nicht auf dich ziehen. Außerdem siehst du so einen Streit als, ja, wie soll ich das jetzt sagen, als nicht gerade wichtig an? Ja, so würde ich das sagen. Dramatischer, tränenreicher Abschied, das kommt auch noch hinzu, wenn dein Urlaub zu Ende ist. Diese Krokodilstränen nehmen dich so mit, dass du eine Sehnsucht verspürst, die du so nicht kennst. Das verstärkt den Glauben, dass du ihn liebst. Sprach- und Textnachrichten über verschiedene Messenger Tag und Nacht. Dabei überbrückt dann Betsy nur die Kluft zwischen seinen Freundinnen. Sein Harem muss auch bei der Stange gehalten werden. Mit einfachen Copy und Paste werden die einzelnen SMS an alle versandt. Um es einfacher zu halten, bekommen alle denselben Kosenamen, damit er nicht durcheinander kommt und auch weniger Arbeit mit seinem Harem hat. Seine nächtlichen Anrufe, die du zulässt, obwohl dir am nächsten Tag Schlaf fehlt. Diese stundenlangen nächtlichen Gespräche sorgen für dein Schlafdefizit. Das Ergebnis ist, dass du unkonzentriert, launisch und ständig müde bist. Du schiebst es aber auf alles andere, nur nicht auf deinen Betsy. Sein Schweigen. Hier oben verlinke ich dir das Video, finde alles über das Silent Treatment heraus. Damit probiert er aus, wie weit er mit dir gehen kann. Es ist als Bestrafung gedacht. Dieses Schweigen dient auch zur Stärkung eurer Beziehung. Du bist plötzlich an allem schuld, zum Beispiel für sein Benehmen dir gegenüber, für sein Missgeschick oder auch Misserfolg, auch wenn du mehrere tausend Kilometer entfernt von ihm bist. Das, was er vorher so toll an dir fand, wird kritisiert. Da kommen so Sätze wie: Du beschämst mich vor meinen Freunden, Familie und so weiter. Da wird deine Kleidung niedergemacht. Plötzlich wird kritisiert, dass du ein bestimmtes Hobby hast, wie Lesen, Fitness und so weiter. Deine Koch- und Backkünste werden niedergemacht. Gehst du aus, gefällt ihm das auch nicht und das wird kritisiert. Du fragst dich sicher, warum passiert so etwas? So behält er während deiner Abwesenheit die Kontrolle über dich. Deine Gedanken kreisen um ihn und nicht um etwas anderes. Wenn du ihn zum Beispiel einer Lüge ertappt hast oder wenn du ihn kritisiert hast oder auch er bei einem Streit unterlegen ist, weil er merkt, dass du die besseren Argumente hast, dann droht die Stimmung zu kippen. Großes Drama, sehr viel gespielte Entrüstung, danach stundenlanges bis tagelanges Schweigen und anschließend ist alles Honeymoon-mäßig. Es kommen dann auch Sätze wie: Beweise mir deine Liebe oder wenn du mich liebst, dann.
Oder heirate mich, sonst heirate ich eine Einheimische. Mit emotionaler Erpressung will er seine Forderung Nachdruck verleihen. Vor allem, wenn du nicht auf seine Wünsche eingehen willst. Dann zieht er alle Register, du wirst bestraft mit Schweigen, bleibst du standhaft, kommen dann später auch die emotionale Erpressung hinzu. Während du dich so verhältst, wie er es sich vorstellt, heißt, Geld fließt, Geschenke kommen, eventuell auch Heirat, dann bekommst du wieder eine Dosis seines Lovebombings ab. Für dich ist alles wieder gut. Du verschließt die Augen vor der Wirklichkeit. Das wird auch Amiga-Syndrom genannt. Dann kommen solche Sätze von dir, er liebt mich doch ganz bestimmt, er kann es nur nicht so zeigen. Oder da muss ich ihn missverstanden haben. Oder er kommt aus einer anderen Kultur. Kommen dir diese Sätze bekannt vor? Ich verlinke dir hier oben, wie dein Betsy dich aus der Ferne kontrolliert. Da gehe ich näher auf das Amiga-Syndrom ein. Wie es sich anfühlt, eine Gehirnwäsche zu bekommen. Aber ich schweife ab, zurück zum Thema. Wie du jetzt festgestellt hast, geht es nur darum, dass er die Kontrolle behält. Wird diese durch irgendeine Art und Weise bedroht, kippt seine Stimmung. Dieses ständige Auf und Ab in eurer Beziehung macht etwas mit dir. Das stärkt das emotionale Band, das dich mit ihm verbindet, aber nur von deiner Seite. Er selbst pflegt mehrere Beziehungen. Denn nur du alleine reichst nicht aus, um den Lebensunterhalt für sich und seine Familie zu sichern. Von seinem Blickwinkel aus betrachtet findet er es völlig legitim, dich zu belügen und abzuzocken. Denn du bist nicht auf Augenhöhe mit ihm. Das zeigt er dir später sehr deutlich in seinen Bestrafungen. Er verachtet generell alle Touristen. Das solltest du dir vor Augen halten. Es hat nichts mit dir persönlich zu tun. Denn er kennt dich nicht wirklich. Er will es auch gar nicht. Aber das ist wieder ein Thema für ein anderes Video. Wo hast du dich denn wiedergefunden? Wie war denn deine Beziehung mit ihm? Schreib mir das mal in die Kommentare. Denn nur gemeinsam sind wir stark. Denn es würde auch die neuen Zuschauer interessieren. Viele stecken noch in einer Business-Beziehung und versuchen das Ganze zu verstehen. Dein Kommentar kann vielleicht helfen, dass dir die Augen geöffnet werden. Vielen Dank.